Wenn du in den letzten Jahren mit KI das Content-Volumen skaliert hast und dich jetzt fragst, wieso die Performance langsam zurückgeht, ohne strukturierten Aktualisierungsprozess bricht dir dein Content-Portfolio immer früher oder später weg. Und seit AI-Overviews ausgerollt wurden, müssen Inhalte sowieso neu gedacht und systematisch überarbeitet werden. In dieser Folge zeige ich dir, wie du aus dem Chaos endlich wieder ein funktionierendes Asset machst. Viel Spaß! Einer der größten Schmerzpunkte bei mittleren und großen Unternehmen in der Content-Strategie ist die Aktualisierung bestehender Inhalte. Und zwar nicht, weil es niemand will, sondern weil es im Vorhinein gerne ignoriert wird, also wenn man Content rausballert und dann im Nachhinein aber die Ressourcen fehlen. Das Thema wird einfach super gerne verdrängt, dabei ist genau das ein gigantisches Problem in der organischen Performance. Warum? Weil Content nicht einfach mal erstellt wird und dann für immer und ewig performt. Inhalte verlieren mit der Zeit an Sichtbarkeit, an Relevanz, an Traffic und das führt natürlich zu weniger Leads, weniger Umsatz. Das Ganze nennt sich in unserem Bereich Content Decay und das betrifft jedes Unternehmen, das in irgendeiner Form, wir nennen es mal Performance Content produziert. Mit Performance Content meine ich Inhalte, die du erstellst, damit sie dann bei Suchmaschinen Performance liefern. Und jetzt kommt der spannende Teil. Mit dem Siegeszug von generativer KI ab Ende 2022 haben plötzlich ganz viele Unternehmen angefangen, viel mehr Content zu produzieren. Man hat das Potenzial gesehen, Masse ist gleich Reichweite. Aber komplett unterschätzt, wie viel Aufwand es dann ist, diesen Content auch zu managen und performant zu halten. 2023, 2024, also 2023, 2024 gleichzeitig Personalabbau in unzähligen Marketingabteilungen bei mittleren und großen Unternehmen. Und dann stehst du also plötzlich da mit diesem abstrus großen Content-Portfolio, wo vielleicht auch vieles nicht so wichtig für deine Brand ist, das nach und nach schlechter performt und keinen Ressourcen, um das Ganze aktuell zu halten. Ende März 2025 werden AI-Overviews in Europa ausgerollt. Ich war super überrascht, weil ich dachte, das wird jetzt voll entspannt, vorsichtig getestet und auf einmal boom. Und das ändert natürlich nochmal alles, denn jetzt reicht es nicht mehr nur, vor allem bei informativen Keywords, in den klassischen SERPs zu ranken, sondern ich muss auch da ranken und um dort zu ranken, Google sagt, man kann nicht optimieren, aber wir wissen ja, wie Google da ist. Jetzt muss ich also meinen ganzen informativen Content so überarbeiten, dass er in AI-Overviews zitiert wird, beziehungsweise dass die Chance erhöht wird, dass er in AI-Overviews aufscheint. Sprich, deine alten Inhalte sind jetzt nicht nur veraltet im klassischen Sinne, sie sind grundlegend, nennen wir es falsch, strukturiert, was die neuen Anforderungen betrifft. Und genau das führt zum Kern dieser Folge. Wir brauchen einen strukturierten Refresh-Prozess für Editorial Performance Content. Wie gesagt, Performance Content für mich in diesem Kontext, das sind nicht Inhalte für Thought Leadership, sondern die Inhalte baue ich gezielt, um bei Google, Bing etc. zu ranken. Wir brauchen hier wirklich einen systematischen Ansatz mit klaren Kriterien, wann und wie Inhalte überarbeitet werden müssen und dann auch die nötigen Ressourcen dafür. So. Wann sollte Content aktualisiert werden? Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Meinungen und ganz viele Sachen, die man sich ansehen kann. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle einfach halten, weil ich der Meinung bin, es gibt zwei Welten. Die einen messen gar nichts und die anderen messen zu viel. Ich bin für pragmatische Lösungen und da gibt es für mich zwei Trigger, nämlich Performance-Daten und Inhaltsmerkmale. Quantitativ, was ich mir auf jeden Fall anschauen würde, du verlierst massiv an Klicks auf diese URL, zum Beispiel, keine Ahnung, 20% weniger im Vergleich zum
Vorjahr oder minus 10% zum Vorquartal. Kommt ein bisschen darauf an, in was für einer Nische du bist. Da brauchst du eigene Benchmarks. Dann, was ich mir gerne ansehe, du verlierst Rankings auf Fokus-Keywords. Jetzt sind wieder, oh mein Gott, Keywords sind tot. Nein, für solche Sachen sind Keywords super praktisch, weil ich wünsche dir viel Spaß, das anders zu messen. Und was man dann mit reinnehmen kann, aber ich nicht mit reinnehmen würde, sind Klickrate und Absprungrate, weil Klickrate und Absprungrate kann ich indirekt über verlorene Rankings messen, weil wenn die Klickrate auf mein Ergebnis zurückgeht, dann werde ich auch an Rankings verlieren und wenn ich ganz viele Shortclicks habe auf meinen Content, dann wird auch mein Ranking zurückgehen. Das heißt, es muss sich nicht eigens messen. Dann qualitativ natürlich. Das Veröffentlichungsdatum liegt über 12 Monate zurück. Es gibt jetzt Ausnahmen, in gewissen Nischen musst du Content seltener anpassen, aber es gibt ja diesen Fachbegriff, der jetzt nicht so wichtig ist, Freshness Distance, nämlich die Distanz zum neuesten Inhalt. 12 Monate ist ein guter Zeitraum, um mal sich Inhalte wieder anzusehen, ob Informationen nicht mehr aktuell sind, ob da Teile veraltet sind, ob neue Teile hinzugefügt werden und so weiter. Dann ganz klassisch, im Text stehen veraltete Jahreszahlen, zum Beispiel im Title Tag, in der H1 oder mitten im Fließtext oder eben der Inhalt enthält veraltete Informationen. Und das wären so Kriterien, nach denen ich bewerten würde, ob etwas neu bewertet werden muss. Wenn du jetzt gut mitgedacht hast, dann merkst du, die quantitativen Sachen kannst du sehr, sehr einfach mit Web Analytics Daten oder mit Position Tracking Lösungen messen. Die qualitativen Sachen, und das ist auch mega wichtig, kannst du wahnsinnig gut mit generativer KI skaliert bewerten. Also du stellst fest, okay, dieser Inhalt ist nicht mehr aktuell. Wie aktualisierst du jetzt Inhalte effizient? Und wir sprechen jetzt wieder über Performance-Content, das ist Content, der in Suchmaschinen ranken muss. Und hier gibt es für mich 4 Eskalationsstufen, je nach Zustand und Ziel des jeweiligen Contents. Nummer 1, leichte Aktualisierung. Das heißt, die Jahreszahl ist veraltet, der Text fühlt sich nicht mehr ganz frisch an, aber inhaltlich muss man ganz ehrlich sagen, passt's. Was tun? Das Einfachste ist, du passt die Jahreszahlen überall an, du aktualisierst den Google Snippet, also den Meta-Title und die Description und gewisse Textteile aktualisierst du leicht, damit du wieder am Puls der Zeit bist. Was ist die übliche Wirkung davon? Meist wird Google jetzt den Content nicht total dadurch neu bewerten und es wird große Rankingsprünge geben, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Jahreszahlen hast, kann es sein, dass die Nutzersignale plötzlich wieder viel besser sind und das reicht oft schon, um den Artikel nicht nur zu stabilisieren, sondern dass er wieder auf sein ursprüngliches Ranking-Niveau kommt. Dann zweitens, ein riesiges Thema aktuell und ich hoffe, du bist da schon dran, weil es ist ultra, ultra wichtig, Neuaufbereitung für AI-Overviews. Passt, du hast da diesen total tollen Editorial-Content, irgendwelche Blogartikel oder Ratgeber, aber er ist eben nicht ready für die neue Welt mit AI-Overviews und ChatGPT und so weiter. Er wurde ja auch nie dafür geschrieben und du wusstest ja noch nicht mal über diese Anforderungen Bescheid. Was ist zu tun? Wir haben in der letzten Folge im Detail darüber gesprochen, das heißt, darauf verweise ich jetzt mal, aber um das mal konzeptionell zu erfassen, du musst die Strukturen anpassen, damit KI-Modelle den Content gut verstehen, extrahieren und zitieren können. Du brauchst nicht unbedingt neue Infos, das ist auch schon mal ganz cool, weil du kannst zum Beispiel einen Custom GPT bauen, der deinen bestehenden Inhalt nimmt und ihn einfach besser formatiert, zum Beispiel AI-Overviews. Es ist einfach eine radikal andere Präsentation, würde ich mal sagen. Wirkung, tendenziell wird die Umstrukturierung relativ groß sein und das führt dazu, dass die Seite neu bewertet wird, weil sich einfach die User Experience total verändert. Nehmen wir das Beispiel mit, du hast plötzlich, jedes Kapitel startet mit einer Kernaussage und oben gibt's too lazy, didn't read, also so ein kurz und bündig und so weiter. Das wird die Nutzersignale massivst verändern und damit für bessere Rankings sorgen und erhöht parallel die Chance in AI-Overviews, aber auch bei sowas wie ChatGPT zitiert zu werden. Nummer 3, inhaltliche Aktualisierung, und jetzt wird es wirklich mühsam. Inhaltliche Aktualisierung, also zum Beispiel Erweiterung, Reduktion etc. Und
hier wird es nun mal ernst und das wird aufwendig, dein Content ist wirklich nicht mehr aktuell, nicht mehr konkurrenzfähig oder bedient die Nachfrage nicht mehr, also du triffst nicht mehr die Suchintention. Was ist zu tun? Du wirst die veralteten Infos updaten müssen, du wirst neue Subthemen vielleicht reinnehmen müssen, du wirst neue Fragen und Antworten hinzufügen müssen, du wirst den Beitrag anreichern mit Daten, Zitaten, Grafiken, Fotos, Minitools etc. und cuttest das Schlechte raus, das ganze Fließtextgeschwafel, die Redundanzen bzw. Wiederholungen und die, sagen wir mal, so wie man früher Content gemacht hat. Die Wirkung wird 100%ig sein, eine Neubewertung durch Google, aber das führt dazu, dass deine Inhalte auch tatsächlich wieder wiederbelebt werden und auch wieder, vielleicht, wenn du es gut gemacht hast und wieder konkurrenzfähig bist, zu ihrer alten Blüte aufsteigen. 4. einen Sonderfall, aber für mich einen meiner Lieblings-Quick-Wins bei Kunden, und zwar Konsolidierung oder Aufsplittung. Case 1, Konsolidierung. Du hast mehrere Artikel zum selben Thema, alle mittelmäßig oder sogar crappy und keiner ist wirklich so was Herausragendes. Und was wir hier machen, wir wählen die beste URL, also die am besten performt aktuell, packen alles Relevante dorthin, machen da was richtig Wertvolles und leiten die anderen URLs auf diese Seite um und räumen nachträglich die interne Verlinkung auf. Damit wir nicht interne Verlinkungen auf Redirects haben, ist es ein riesiger Faktor? Nein, aber um das Ganze sauber zu halten, vor allem bei einer größeren Website. Case Nummer 2 ist Aufsplittung und dieser Case wird einfach viel spannender jetzt im Kontext von AI-Overviews. Du hast einen Monsterartikel, weil früher hast du nur Monsterartikel gemacht, weil du nur deine Shorttail-Keywords abgedeckt hast, weil ja Content Creation der Bottleneck ist. Das ist aber nicht so. Und diese Seite rankt nur fürs Main-Keyword, aber nicht für die Subthemen, also Subkapitel, wo du vielleicht Secondary Keywords abgedeckt hast. Und dann, was ich machen würde in den meisten Fällen, du behältst den Hub- oder Monsterartikel, führst neue Spokes ein und ob du dann den Hub kürzt oder nicht, hängt vom jeweiligen Fall ab, weil du wirst es dann ja auch alles sauber verlinken und so weiter und es kommt ein wenig darauf an, ob das sinnvoll ist, das anfangen zu kürzen. Du musst beachten natürlich, wenn du den Hauptartikel nicht kürzt, dann hast du redundante Informationen auf deiner Webseite, wo du dann aufpassen musst, dass die kohärent sind. Die Wirkung davon, in beiden Fällen neue Chancen auf Sichtbarkeit, bessere Abdeckung der Suchintention, saubere Informationsarchitektur. Wenn du in dieser Folge gemerkt hast, genau das ist unser Problem. Wir haben Content in Massen produziert, aber eigentlich gar keinen Plan, wie wir das jemals aktuell halten können, dann bist du nicht allein. Genau für diesen Case entwickeln wir bei Evergreen Media KI-gestützte Content-Workflows, mit denen du dein bestehendes Content-Portfolio effizient überarbeiten kannst, ohne im Tagesgeschäft unterzugehen. Wenn du wissen willst, wie das für deinen konkreten Fall aussehen könnte, melde dich einfach. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.